Hallo, mein Name ist Philipp Stempfle. In der nachfolgenden Animation erläutere ich Ihnen die Unterschiede zwischen Flatrate, Miete und Kauf einer Effizienzkiste. Bei Kauf erfolgt die Finanzierung üblicherweise mittels einer Leasinggesellschaft oder Bank. Die Miete wird pro Werkzeug pro Tag abgerechnet. Bei der Flatrate wird ein Mietpreis für ein fixes Warenwertvolumen pro Tag berechnet. Beginnen wir mit dem Kauf einer Effizienzkiste. Es werden feste monatliche Raten für Zins und Tilgung bzw. Leasing vereinbart. Die Laufzeit ist fix. Die Werkzeugauswahl wird mit dem Kauf festgelegt. Alternativ zum Kauf kann die Effizienzkiste auch gemietet werden. Bei der Miete erfolgt die Berechnung im Rahmen einer Pauschale pro Werkzeug pro Tag. Die Laufzeit ist variabel. Die Werkzeugauswahl ist flexibel gestaltbar. Ein Ankauf der Werkzeuge ist zum Zeitwert möglich. Es wird keine Miete auf den Kaufpreis angerechnet. Bei der Effizienzkisten Flatrate wird eine Pauschale für ein Warenwertvolumen pro Tag in Rechnung gestellt. Bei der Flatrate 50 verfügen Sie über ein Warenwertvolumen von 50.000 Euro. Bei der Flatrate 100 über ein Warenwertvolumen von 100.000 Euro. Die Laufzeit ist variabel. Die Werkzeugausstattung ist flexibel gestaltbar. Der Ankauf ist zum Zeitwert möglich. Die bereits bezahlte Miete wird teilweise auf den Kaufpreis angerechnet. Der wesentliche Unterschied zwischen Miete und Flatrate besteht zum einen bei der Mietpreispauschale pro Tag. Bei der Flatrate wird ein Warenwert gemietet. Bei der Miete werden hingegen einzelne Werkzeuge angemietet. Zum anderen ist in beiden Fällen zwar grundsätzlich der Kauf der Werkzeuge zum Zeitwert möglich, der Unterschied besteht bei der Anrechnung der bereits bezahlten Miete. Bei der Flatrate wird die Miete teilweise angerechnet. Bei der Miete erfolgt keine Anrechnung der Mietzahlungen. Die Flatrate verbindet somit die Vorteile des Kaufes in Form von niedrigen Kosten mit der Flexibilität und niedrigen Kapitalbindung einer herkömmlichen Miete. Anhand eines Beispiels zeige ich Ihnen die grundsätzlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der drei Alternativen. Hierzu statten wir die Effizienzkiste mit Werkzeugen aus. Einem 9 PS Hydraulikaggregat, einem 13 PS Hydraulikaggregat, einem 10 Kilogramm Handhammer, einem 15 Kilogramm Handhammer, einem 14 Zoll Trennschleifer, einer Kernbohrmaschine bis 150 mm Bohrdurchmesser, einer 2 Zoll Tauchpumpe, ergänzend ein Druckwasserbehälter und 6 Meter Hydraulikschlauch. Betrachten wir als erstes die Liquiditätsbelastung. Zins und Tilgung fällt nur bei Kauf an. Bei der Flatrate und Miete entfällt diese. Die Miete fällt beim Kauf nicht an, aber bei der Flatrate und der Miete. Wobei in der Regel die Flatrate pro Tag günstiger ist als die Miete pro Tag. Als zweites betrachten wir den Punkt Wartung und Reparatur der Werkzeuge. Die Wartungskosten fallen unabhängig von Kauf, Flatrate oder Miete in gleicher Höhe an. Der normale Verschleiß fällt beim Kauf und der Flatrate an, bei der Miete ist dieser in der Mietpauschale pro Tag schon mit eingerechnet. Kosten für Bedienfehler fallen unabhängig von Kauf, Flatrate oder Miete an. Der dritte Punkt betrifft die Flexibilität. Sie wollen Werkzeuge austauschen, zum Beispiel ein Benzinaggregat gegen ein Elektroaggregat. Beim Kauf von Werkzeugen fällt entsprechend der Kaufpreis für das neue Aggregat an. Bei der Flatrate fallen innerhalb des gebuchten Flatrate-Volumens keine weiteren Kosten an. Bei der Miete fallen unter Umständen erhöhte Mietkosten an. Als nächstes betrachten wir die Rückgabe von Werkzeugen. Sie möchten zum Beispiel nur noch ein Hydraulikaggregat. Bei Kauf entstehen Kosten, da eine Rückgabe nicht möglich ist. Bei der Flatrate und der Miete ist dies ohne Kosten möglich.
Nun zum umgekehrten Fall. Sie benötigen Zusatzwerkzeuge, zum Beispiel ein weiteres 6 PS Benzinaggregat, ein 18 PS Hydraulikaggregat, einen 20 Kilogramm Handhammer, einen Ringtrennschleifer, einem Kernbohrstativ, einer 4 Zoll Tauchpumpe und einen weiteren Freihandtrennschleifer mit Führungswagen. Beim Kauf fällt natürlich der Kaufpreis an. Bei der Flatrate innerhalb des Flatrate-Volumens fallen keine weiteren Kosten an und bei der Miete erhöhen sich entsprechend die Kosten pro Werkzeug. Der vierte Punkt, die Anschaffungskosten. Sie möchten Eigentümer der Werkzeuge werden. Beim Kauf muss der volle Kaufpreis bezahlt werden. Bei der Flatrate wird der Zeitwert in Rechnung gestellt. Die Miete wird teilweise angerechnet. Es ergibt sich somit ein relativ geringer Kaufpreis. Bei der Miete wird ebenfalls der Zeitwert berechnet. Die gezahlte Miete wird nicht angerechnet. Der Kaufpreis liegt somit höher als bei der Flatrate. Als fünften Punkt betrachten wir noch den Fall des Totalverlustes, zum Beispiel durch Diebstahl. Hier müssen bei Kauf neue Werkzeuge beschafft werden. Bei der Miete muss der Zeitwert ersetzt werden. Bei der Flatrate gibt es zwei Möglichkeiten. Wird die Flatrate beendet, so ist der Zeitwert unter teilweise Anrechnung der Miete zu bezahlen. Wird die Flatrate nicht beendet, so kann diese aufrechterhalten werden. Erst mit Mietende werden nicht zurückgelieferte Werkzeuge entsprechend dem Zeitwert abzüglich teilweise Anrechnung der Miete in Rechnung gestellt. Innerhalb des Flatrate-Volumens können Sie Ersatzwerkzeuge zumieten, ohne dass sich Ihre monatliche Belastung ändert. Anders ausgedrückt, der Schaden wird über das Flatrate-System refinanziert. Es kommt zu keiner unvorhergesehenen Liquiditätsbelastung in Höhe des Wiederbeschaffungswertes der Werkzeuge. Werfen wir nochmals einen Blick auf die drei Möglichkeiten Kauf, Miete und Flatrate. Es zeigt sich, dass die Flatrate die Vorteile des Kaufes günstiger Preis mit den Vorteilen der Miete, maximale Flexibilität bei minimaler Kapitalbindung verbindet. Die attraktiven Flatrate-Tarife überzeugen bei der Liquiditätsbelastung, Flexibilität, den Anschaffungskosten, insbesondere bezüglich der Liquiditätsbelastung für den Fall des Totalverlustes der Werkzeuge. Kurz, die Flatrate ist die überzeugende Alternative zu Kauf oder Miete, um Ihr gesamtes Unternehmen mit Effizienzkisten auszustatten. Die möglichen Effizienzgewinne von bis zu 30% Mehrumsatz bei gleichem Personal stellen sicher, dass die Einnahmen aus den Effizienzgewinnen die Ausgaben für die Flatrate übersteigen. Die Flexibilität ermöglicht es Ihnen kurzfristig Kapazitäten auf- und abzubauen. Daneben ist sie die überzeugende und flexible Alternative als Finanzierungsmöglichkeit zum Kauf der Werkzeuge. Somit landet die reine Miete auf dem dritten Platz, der Kauf auf dem zweiten Platz und die Flatrate auf dem ersten. Danke fürs Anschauen. Hier geht es zum Abonnieren, hier zum Kanal, hier zur Homepage und hier zur Playlist. Bis zum nächsten Mal.